Hi liebe Moonies und herzlich willkommen zu diesem Video. Wie ihr vielleicht wisst, haben die japanischen Sailor Moon Musicals eine langjährige Tradition. Eine genaue Timeline aller Sailor Muse habe ich euch schon in einem anderen Video gegeben, aber grob gesagt kann man sie in zwei Kategorien unterteilen. Die alten Musicals von 1993 bis 2005 und die neueren ab 2013. Beide Arten sind ziemlich unterschiedlich, nicht zuletzt weil die alten von Bandai produziert wurden und die neuen von Nelke. Heute werden wir beides anhand verschiedener Gesichtspunkte vergleichen, zum Beispiel Stories, Kostüme, Songs etc. Natürlich gilt nicht alles für jedes Musical, es sind nur Tendenzen. Wir beginnen mal mit den Geschichten, die erzählt werden. Die alten Sailor Muse haben sich da sehr ausgetobt und gerne mal neue Elemente und Charaktere eingefügt. Sogar ein paar komplett neue Stories gibt es, zum Beispiel, dass die Senshi Urlaub auf einer Insel machen und zwei verschiedene Antagonistengruppen hinter ihnen her sind, wie in Kaguya-shima. Oder der Dracul-Arc, was eine sehr komplexe Geschichte mit Vampiren und anderen übernatürlichen Wesen ist. Bei den regulären Stories hat man sich anfangs etwas mehr am Anime orientiert, aber dann schnell mehr am Manga. Oder man hat sich aus beiden Versionen was ausgesucht oder was Eigenes dazu gedichtet. Manchmal wurden sogar Bösewichte aus verschiedenen Staffeln gemixt, zum Beispiel gab es mehrere Musicals, in denen Galaxia Queen Beryl heraufbeschwört und einmal sogar zusätzlich das Amazon Trio. Oder es gab auch mal ein Musical zur zweiten Staffel, in dem aber trotzdem alle Outer Senshi und Eternal Sailor Moon vorkamen. Die neuen Musicals dagegen halten sich ziemlich an den Manga, wobei auch hier ein paar Anime-Elemente oder eigene Ideen nicht ganz ausbleiben. In La Reconquista zum Beispiel liegt der Fokus auf einer Liebesgeschichte zwischen Ami und Zoisite. Und in Amour Eternal hatte das Amazon Trio die gleichen Persönlichkeiten wie im Anime, was doch ein ziemlicher Unterschied ist. Mittlerweile gibt es sogar hier eine ganz neue Story, wenn auch nichts ultra bahnbrechendes. Princess Snow Kaguya kommt zurück und veranstaltet ein Casting, was natürlich eine Falle ist. Außerdem macht sie Luna böse. Aber generell kann man schon sagen, dass die neuen Musicals ziemlich manga-getreu sind. Ein bisschen was ist trotzdem immer anders, wodurch es nicht langweilig wird. Kommen wir jetzt zu den Schauspielern, denn da gibt es einen sehr bekannten Unterschied. Bei den neuen Musicals werden alle Rollen von Frauen gespielt, also auch Tuxedo Mask und sämtliche Bösewichte. Das ist angelehnt an das Takarazuka Revue Theater, bei dem das auch so ist. Das ist in Japan sehr berühmt und Naoko Takeuchi ist wohl ein Fan davon. Bei den alten Musicals gab es zwar auch ein paar Frauen in Männerrollen, aber der Großteil dieser Charaktere war männlich besetzt. Ich muss leider sagen, bei den neuen Musicals wirkt es oft so, als würde man die Senshi nach Aussehen und weniger nach Gesangstalent casten. Bei den alten Musicals sind also tendenziell bessere Sängerinnen dabei. Das heißt aber nicht, dass die Mädels der neuen Musicals schlecht sind. Und schauspielerisch machen sie ja trotzdem einen guten Job. Man merkt halt, dass sich die Prioritäten beim Casting etwas geändert haben. Man muss aber auch sagen, dass es in Japan diese ganze Idol-Kultur gibt, wodurch sie eine andere Sichtweise auf Stars haben. Da liegen die Prioritäten vielleicht generell etwas anders. Viele der Bösewichte oder Charaktere wie Kakyu haben aber trotzdem starke Stimmen, bei denen man auch die Gesangsausbildung raushört. Der nächste Punkt ist die Musik. Generell würde ich sagen, dass die Songs der alten Musicals besser sind und mehr im Kopf bleiben. Die kann ich mir auch jederzeit so anhören. Gut, die neuen höre ich auch einfach so, aber die sind oft nicht ganz so eingängig und öfters sind da auch irgendwelche störenden Sprechparts dazwischen. Dafür sind sie besser in die Story eingearbeitet und bringen diese mehr voran. Bei den alten Musicals hat man manchmal das Gefühl, die haben diese Szene oder diesen Plotpunkt jetzt nur eingebaut, damit sie dieses eine Lied spielen können. Nicht, dass das unbedingt was Schlechtes wäre, denn die meisten Lieder sind toll. Und natürlich haben die neuen Muse auch absolute Banger, aber manchmal wirkt es so, als wäre die Melodie jetzt nicht so wichtig gewesen oder als bräuchte das Lied keine zweite Strophe. Also es gibt jetzt auch mehr kurze Songs, die nur mal so eingestreut werden und weniger einen typischen Songaufbau haben.
Dazu muss man wissen, dass die alten Lieder meistens im Studio nochmal aufgenommen und auf CD veröffentlicht wurden, während das bei den neuen fast gar nicht mehr gemacht wird. Die sind einfach nicht mehr darauf ausgelegt, irgendwo anders veröffentlicht zu werden. Deshalb werden die weniger als alleinstehende Songs gesehen, sondern mehr im Kontext der Szene. Ich persönlich hätte aber echt gern wieder mehr CDs. Oder halt zumindest andere offizielle Veröffentlichungen der Songs. Aber gut, sprechen wir jetzt über die Kostüme. Das ist für mich definitiv eine Stärke der neuen Musicals. Gerade die ganz frühen aus den ersten Aufführungen damals sahen nicht besonders toll aus. Das hat sich zwar schnell verbessert und ich mag die Bandai-Kostüme auch, aber die bei Nelke wirken einfach eleganter und erwachsener. Was aber gleich bleibt ist, dass sich beim Design einige Freiheiten genommen wurden, besonders bei den alten Muse, aber auch bei den neuen. Die Kostüme sind deutlich detaillierter als im Anime und Manga. Zum Beispiel sind die Röcke zweilagig, es gibt Pailletten, Glitzer, Edelsteine oder diese goldenen Linien, die die Teile voneinander abgrenzen. Ich vermute, einerseits wurde das gemacht, damit alles auch von weiter hinten erkennbar ist, und andererseits, weil man hier die Kostüme nicht immer wieder zeichnen muss wie im Anime. Man muss sie ja nur einmal anfertigen, also warum nicht ein paar Details hinzufügen? Ich finde das richtig schön. Als nächstes haben wir das Thema Effekte. Das kann von Musical zu Musical variieren, und zwar bei beiden Arten. In den ersten paar Sailor Muse hat man viel mit praktischen Effekten rumexperimentiert, wie Flugnummern, Seifenblasen oder kleinen Pyro-Effekten. Später wurde das weniger. Da hat man Attacken dann meistens nur noch durch Licht dargestellt. So ging es dann auch erstmal bei den neuen Musicals weiter, aber circa ab 2016 hat man angefangen, mehr Projektionstechnik zu verwenden. Also da wurden dann die Attacken und andere Dinge an die Wand projiziert. Perfektioniert hat man das Ganze mit den Nogizaka-Musicals. Die haben einen etwas anderen Stil und machen sehr viel Gebrauch von Special Effects. Es ist großartig. Zum Beispiel haben die da auch Outfits, die so konzipiert sind, dass man sie in Sekundenschnelle ausziehen kann, um eine Verwandlung darzustellen. Normalerweise wird das mit Doubles gemacht. Also zum Beispiel ein Super Sailor Moon Double tanzt auf der Bühne, während sich die richtige Schauspielerin backstage das Eternal-Kostüm anzieht und dann tauschen sie schnell die Plätze. So, aber was ist eigentlich mit Kulissen? Auch das variiert ziemlich. Unfassbar viel Bühnenbild gibt's in den meisten Musicals sowieso nicht zu sehen, aber in den neuen Muse noch weniger. Was nicht unbedingt was Schlechtes sein muss, es ist halt Präferenzsache. In den letzten Jahren hat man ja, wie gesagt, mehr mit Projektionen gearbeitet und das hat man dann auch öfters für Hintergründe verwendet. Also ich würde sagen, so gebastelte Kulissen gibt's tendenziell eher in den alten Muse zu sehen. So, jetzt da wir uns die Stücke selbst angeschaut haben, kommen wir noch zu ein paar generellen Unterschieden, zum Beispiel wie oft die Sailor Muse rauskamen. Früher waren es meistens 2 Musicals pro Jahr. Eins davon war aber oft ein Kaiteiban, also eine überarbeitete Version. Da wurde dann die gleiche Geschichte wie vorher nochmal aufgeführt, aber eventuell gab es ein paar Änderungen in der Story, bei den Songs oder bei den Schauspielern. Bei den neuen Musicals kommt meistens 1 pro Jahr raus und Kaiteibans gibt's nicht mehr. Gut, das Nogizaka-Musical zum Beispiel wurde zwar später nochmal aufgeführt, aber das wurde nicht mehr Kaiteiban genannt und hatte außer dem Cast auch kaum Änderungen. Die alten Musicals hatten auch im Schnitt mehr Aufführungen. Da waren es ungefähr 20 bis 40 Auftritte pro Stück. Bei den neuen Musicals sind es meistens so um die 20. Es variiert, aber tendenziell sind es weniger als früher. Außerdem gab es früher zu vielen Muse Fan-Events, auch Fan-Kan genannt. Da wurden unter anderem die neuen Schauspieler vorgestellt und Songs gesungen. Auch das gibt's so heute zwar nicht mehr, aber die Casts sind trotzdem immer mal wieder bei verschiedenen Events vertreten. Dann die Zielgruppe. Es ist etwas schwer zu sehen, wer da alles im Publikum sitzt, aber ich denke, man kann sagen, dass die Bandai-Musicals ein jüngeres Zielpublikum hatten. Vor allem in den ersten paar Musicals habe ich das gemerkt, in der Art und Weise, wie die Geschichten erzählt werden. Oder man sieht in den Fan-Events, dass manchmal Kinder auf die Bühne geholt wurden. Bandai ist halt auch ein Spielzeughersteller und natürlich wollten sie da ein bisschen was vermarkten. Die neuen Musicals scheinen sich eher an erwachsene Fans zu richten, die mit Sailor Moon aufgewachsen sind. Das ist ja eine generelle Entwicklung, die man im Franchise sieht, gerade bei Merchandise. Statt Spielzeug werden heute eher Produkte für erwachsene Sammler rausgebracht. Außerdem trauen sich die neuen Musicals etwas mehr in die internationale Richtung, wenn auch nicht so sehr, wie ich es mir wünschen würde. Aber es war zum Beispiel mal eins in den USA im Kino mit Untertiteln, es wurden welche gestreamt oder es gab kleinere Auftritte der Schauspielerinnen in anderen Ländern. Und die Show The Super Life ist tatsächlich direkt für ein internationales Publikum konzipiert und wurde schon in mehreren Ländern aufgeführt, unter anderem Frankreich, England und die USA.
Mittlerweile wurde die Show komplett überarbeitet und ist jetzt ein richtiges Musical geworden. Das ist eine Entwicklung, die mich sehr freut und bei der ich auch hoffe, dass da noch mehr kommt. Bei den Bandai-Musicals wurde eigentlich gar nichts international gemacht. Dafür gab es Showgruppen wie Yume, die das als Fans dann selber in die Hand genommen haben und Sailor Muse auf Conventions aufgeführt haben. Zum Schluss kommen wir jetzt aber noch zu ein paar Gemeinsamkeiten, denn obwohl die Sailor Muse jetzt von einer anderen Produktionsfirma gemacht wurden, hat man sich trotzdem bei der einen oder anderen Sache an den alten Shows orientiert oder Anspielungen eingebaut. In La Reconquista geht es sehr viel darum, dass sich die Shitenno an die Inner Senshi ranmachen, aber es ist eine Falle. Das ist ähnlich zum allerersten Musical, in dem das auch ein großes Thema war. Und bedenkt, La Reconquista kam noch vor Sailor Moon Crystal raus und bis dahin war diese Senshi- und Shitenno-Sache eigentlich ein Ding der Musicals, die war ja nicht direkt im Manga. In Petite Étrangère treten sowohl die Senshi als auch Mitglieder des Black Moon Clans bei einem Musikfestival auf und es kommt zu einem Kampf. Und auch das gab es so ähnlich im alten Musical zum zweiten Arc. Oder generell, dass die Inner Senshi ohne Usagi als Band auftreten, ist früher auch schon mal vorgekommen. In Amour Eternal gibt es den Plot, dass die Senshi beim Dead Moon Circus arbeiten wollen und an einer Audition teilnehmen. Alle schaffen es, nur Usagi nicht, die wird als Putzkraft eingestellt. Und das ist wirklich offensichtlich eine Anspielung auf das alte Musical zum vierten Arc, da passiert genau das. Außerdem gibt es in beiden Versionen einen böse gemachten Charakter, dessen dunkle Energie am Ende von Tuxedo Mask aufgenommen wird, was mit Mamoru's Tod endet. Auch in Le Mouvement Final wurden Elemente übernommen, zum Beispiel der Running Gag aus den alten Musicals, dass Setsuna alt genannt wird. Außerdem wird Hotaru irgendwann von Pluto durch die Zeit geschickt, um sie zu retten. Und irgendwann kommt sie zusammen mit Chibiusa wieder. Auch das ist so ähnlich im ersten Stars Musical passiert. Also ihr seht, das ist doch einiges. Und vermutlich war das noch nicht mal alles. Auch ein paar Songs der Bandai Muse wurden in neuere Shows eingebaut, wenn auch meistens nur als Zugabe. Aber es freut mich, dass sie zumindest nicht ganz in Vergessenheit geraten sind. Also, wie alle anderen Sailor Moon Versionen haben auch die Musical-Äras ihre Vor- und Nachteile. Die alten haben meiner Meinung nach bessere Musik und mehr neue Ideen, die neuen haben eine bessere Produktionsqualität und sind Manga-getreuer. Ich persönlich mag alle Sailor Muse, jedes bringt interessante neue Aspekte mit rein. Aber schreibt mir doch mal in die Kommentare, welche Musical-Ära euch lieber ist, falls ihr beide kennt. Und wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Like freuen. Danke fürs Zuschauen, ciao, bis zum nächsten Mal, eure Sailor Cat.